Also durch unheimlich viele Situationen, die man erlebt hat in der Kindheit und Jugend, kann es passieren, dass man sich bei bestimmten Momenten ganz stark zurücknimmt und sich kleiner macht, als man ist. Oder Leute mit einer bestimmten Resonanz kommen in das Leben und man merkt auf einmal, man wird unsicher und zeigt sich nicht mehr und seine Stärke und seine Power und das, was man eigentlich zu zeigen hat. Und ich unterstütze, also ich habe ein ganz starkes Feingefühl für Menschen, die anfangen, unsicher zu werden und sich kleiner zu machen. Und ich helfe den Künstlern quasi in eine ganz starke Präsenz auf der Bühne zu kommen und in eine ganz starke Sichtbarkeit. Weil manchmal ist es so, die Leute sind perfekt auf der Bühne, sie haben ein großes Gespür, sie sind unheimlich talentiert, jeder Ton sitzt und es ist trotzdem wie so eine Aura von Schwere um sie, weil es also ein Stück noch fehlt, in die totale Sichtbarkeit zu kommen. Und das ist für viele sehr schwierig, ja, viele sind damit unsicher und ich helfe genau durch diese Themen zu führen, um sich komplett zu zeigen und sichtbar zu sein. Also das geht eigentlich darum, in eine totale Präsenz zu kommen, in den Körper zu kommen und umso mehr man im Körper geerdet ist und die ganzen Aspekte und alles, was man zeigen möchte auf der Bühne, umso tiefer wird auch die Stimme. Also umso stärker man in den Körper reinkommt, umso mehr man sich spürt und mit allen Anteilen präsent ist, umso tiefer wird die Stimme und umso viel mehr facettenreicher kann sich das Stimmvolumen entwickeln. Und sind nicht nur körperliche Aspekte, die unterstützend sind, ja, sondern es ist wie auch so ein energetischer Prozess von Präsenz, von Stärke, die man sich so zurückholt. Und da gibt es auch wieder viele Blockaden, viele Elemente, wo man sich nicht ganz traut, seine Stimme zu zeigen. Und manchmal ist es gar nicht bewusst, sondern es kommt automatisch, dass man in bestimmten Tonlagen auf einmal brüchig wird oder wenn bestimmte Menschen im Umfeld sind, dass man da unsicherer wird und auch Ängste entwickelt, so komplett rauszugehen mit allem, was ist. Und ich schaue mir genau an, wo sind diese Unsicherheiten, ja, an welchem Punkt fängt der Künstler an, brüchig zu werden, sich wieder klein zu machen, die Stimme wird dünner. Und es geht darum, immer wieder in die Breite zu gehen, in die Ausdehnung, in die starke Präsenz. Und durch diese Themen führe ich, also als würde man quasi durch diese Blockaden gehen und präsenter werden. Es geht immer um die Präsenz bei der Arbeit. Das Atmen ist ganz wichtig und das ist wie so ein energetischer Geburtsprozess, könnte man ihn vielleicht auch beschreiben. Also umso stärker man mit dem Atem auch, das ist ja der Lebensatem, ja, das Elixier des Lebens. Und umso stärker man mit dem Atem in den Körper reingeht und in alle Körperteile und sich komplett auch mit dem Atem verankert, umso sichtbarer wird man, umso stärker wird die Präsenz und auch die Stimme. Und es ist auch viel Atemübung. Ja, es ist was unterschiedlich ist, dass die Sänger quasi ganz pur, sie sind ja ihr eigenes Instrument. Ja, also sie erleben sich und ihre Essenz und sie gehen quasi damit raus. Sie gehen mit ihren eigenen Frequenzen pur raus. Und bei Bläsern ist es so, dass sie eine ganz starke erstmal Entwicklung haben müssen mit dem Instrument, wo man auch nochmal guckt, ist da die 100%ige Connection da, so dass man das Instrument quasi so verinnerlicht hat, dass das wie bei der Stimme einfach Ausdruck findet im Außen. Und das ist schon nochmal ein anderes Arbeiten, aber von der Essenz ist es das Gleiche. Man geht mit dem, was man an Frequenzen erzeugen kann, entweder durch die Stimme oder durch das Instrument, geht man nach außen ins Publikum und berührt die Menschen damit. Also bei Dirigenten habe ich so erlebt, dass es erstmal eine ganz große Demut und Offenheit geben muss dem Orchester gegenüber. Und ich meine damit, dass man als Leader für das Orchester ist, ja, der Leader und nicht unbedingt der Lehrer.
Und das ist für mich ein großer Unterschied, den ich so gespürt habe. Der Lehrer kann sein, dass man sich über das Orchester stellt. Und meine Form, die ich perfekt finde, wo ein riesengroßes Feld von Energie entsteht, ist, wenn man der Leader ist. Und das ist eine sehr viel feinere Art und Weise. Und das bedeutet mit viel mehr Demut und Bereitschaft, sich mit jedem Einzelnen aus dem Orchester auch zu verbinden, dass man diese Demut und Bereitschaft einfach haben müsste. Ja? Und dann ist man quasi in einem riesigen Feld und man hat die Fäden in der Hand, ja, und man ist mit allen verbunden. Und das Wichtigste bei Dirigenten ist es, dass man quasi diesen eigenen Platz klar einnimmt, dass man der Leader ist und dazu arbeitet, zu allen Aspekten von, wo man vielleicht unsicher ist, wo man nicht ganz connected ist, auch mit bestimmten Personen aus dem Orchester vielleicht nicht ganz connected ist. Also man muss sich die Zeit nehmen, wirklich in eine tiefe Verbindung zu gehen. Und dadurch entsteht ein unglaublich tolles Feld. Und was ich großartig finde bei Dirigenten ist, wenn die Energie quasi durch die Dirigenten durchgehen kann ins Publikum. Wenn das passiert, wenn der Dirigent so offen und frei ist, und das ist eine größere, das erfordert sehr, sehr viel Hausaufgaben zu machen, ja, und zwar wirklich in Verbindung zu gehen und nicht sich über die anderen zu stellen, sondern wirklich in Kontakt zu gehen und sich berühren zu lassen. Und wenn das alles geschehen ist, dann erlebt man Konzerte, die für das Publikum gigantisch sind, ja, weil man so viel Kraft erlebt, wie man es vorher noch nicht gespürt hat. Genau, also es hat viel mit Empathiefähigkeit zu tun. Ich glaube, umso empathischer, und das ist natürlich auch anstrengend, ja, weil empathiefähig bedeutet auch offen zu sein, auch offen für das Gegenüber zu sein. Und dann ist man natürlich oftmals auch berührt oder vielleicht wütend oder man ist emotional. Aber genau diese Offenheit braucht Musik, um immer wieder also auch für das Publikum das spüren zu lassen, dass da eine große Offenheit ist. Und dann da kann das Publikum sich auch verbinden und bekommt jede Frequenz auch quasi mit von dem, was der Künstler geben kann. Aber letztendlich ist es eine große, die Hausaufgaben, finde ich, sind immer einfach offen zu sein, sein Herz zu öffnen und sich durch viele Themen auch emotional zu arbeiten, um einfach dem Publikum zur Verfügung zu stehen, so, und seine Frequenz rauszugeben. Ich würde sagen, nein. Also, weil wir haben beide, also Männer und Frauen, haben wir Anteile, männliche und weibliche Anteile. Und gehört auch immer dazu, diese beiden Anteile in Einklang zu bringen, ja, als Frau seinen männlichen Anteil zu integrieren und auch erblühen zu lassen und den weiblichen Anteil erblühen zu lassen. Ja? Beide Anteile sind wichtig und die in Harmonie und Balance zu bringen. Sonst wird es immer störende Elemente geben, wo man vielleicht nicht ganz seins lebt, was man pur geben möchte. Und man könnte vielleicht sagen, dass Frauen manchmal eine größere Empathiefähigkeit haben, aber ich habe es gerade bei Künstlern so oft erlebt, dass Männer genauso empathisch sind. Und es ist nur eine Frage von Wollen. Möchte man das? Ja? Möchte man in diese Weichheit auch gehen und in diese Offenheit gehen? Oder ist man halt quasi vielleicht so alte Schule und macht es halt auf eine Lehrerart, die ja auch okay ist. Aber wie ich finde, nicht so berührt wie das andere, was so mit einer großen Offenheit kommt. Ja, das habe ich erlebt. Ich habe auch gearbeitet mit Künstlern, die schwanger waren. Und das sind natürlich zwei Systeme. Vorher war man allein, ja, war der Künstler allein mit seinem eigenen Energiefeld. Und was wunderschön ist natürlich, wenn diese beiden Energiefelder quasi sich verbinden und dadurch noch mehr Präsenz entsteht. Also das ist was wunderschön ist, ja. Also es ist noch eine größere Ausdehnung. Und es ist aber auch so, wenn irgendwas nicht stimmt, auch für das Wesen, was im Bauch ist, ja, was vielleicht nicht sich gut anfühlt oder so, dass das die Künstler stark spüren können. Also was vielleicht vorher pur total klar war, sich auf die Bühne zu stellen und mit diesen Menschen zu arbeiten, ja, es kann auf einmal sich verändern, wenn ein zweites Energiesystem mit dabei ist, was vielleicht auch connected mit den ganzen Feldern. Also, aber ich denke, so eine Geburt
Oder auch die Schwangerschaft hilft einem unheimlich noch mehr in diese ganz zarten, klaren Frequenzen zu kommen. Das, was man wirklich will, was einem wirklich gut tut, ja, was einem wirklich unterstützt. Und dass die Bereitschaft da viel größer ist, auch zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr, weil das tut mir nicht gut und meinem Kind letztendlich auch nicht. Ja. Also ich richte mich da total nach den Bedürfnissen der Musiker, und ich habe mit Musikern gearbeitet in Action, ja, wo ich immer wieder begleitet habe, energetisch begleitet habe, aber auch wenn die Leute schlafen oder es gibt nur ein kurzes Vorgespräch und ich arbeite dann energetisch und gebe dann wieder, was alles passiert ist. Und also das ist eigentlich so, wie sich das für den Musiker gut anfühlt. Das muss immer das Richtige sein für die Person. Und bei manchen passiert die Transformation, die größte, im Schlaf. Ja, dann bin ich da und halte den Raum im Schlaf. Und dann können sich die Sachen nochmal integrieren und verändern. Und bei manchen, die brauchen den direkten Kontakt, die kommen dann zu mir in die Praxis und bringen ihr Instrument mit. Und genau, sehr, sehr, sehr den Bedarfen angepasst, den Bedürfnissen.